the mighty brain. Genau an dieser Stelle stößt man auf eine der bekanntesten modernen Erzählungen der vergangenen Jahrzehnte, den Giant of Kandahar. Die Geschichte spielt in Afghanistan, einem Land, dessen zerklüftete Gebirge seit Jahrtausenden Schauplatz unzähliger Legenden sind. Zwischen schroffen Felsen, tiefen Höhlen und kaum zugänglichen Tälern entstanden schon in der Antike Geschichten über riesenhafte Wesen, die sich fernab menschlicher Siedlungen verborgen gehalten haben sollen. Nach der verbreiteten Erzählung soll sich Anfang der 2000er Jahre während des Afghanistan-Einsatzes der US-Streitkräfte ein ungewöhnlicher Vorfall ereignet haben. Angeblich verschwand eine kleine Patrouille spurlos in einer abgelegenen Bergregion. Eine Spezialeinheit sei daraufhin ausgesandt worden, um nach den Vermissten zu suchen. Als die Soldaten schließlich eine Höhle erreichten, soll ihnen ein etwa 4 bis 5 Meter großer, rothaariger Riese begegnet sein. Der angebliche Gigant habe einen der Soldaten mit einer langen Lanze getötet, bevor die übrigen Mitglieder der Einheit das Feuer eröffneten. Nach einem heftigen Gefecht sei das Wesen schließlich gefallen. Anschließend, so heißt es weiter, sei der Körper per Hubschrauber abtransportiert und der gesamte Vorfall geheim gehalten worden. Auf den ersten Blick wirkt diese Geschichte wie das Drehbuch eines Hollywood-Films. Doch sie verbreitete sich erstaunlich schnell. Podcasts, Bücher, Internetforen und später unzählige Videos griffen sie auf. Manche verbanden den angeblichen Riesen mit den biblischen Nephilim, andere mit den Anakim oder den Riesen der griechischen Mythologie. Für viele schien die Erzählung eine moderne Bestätigung uralter Überlieferungen zu sein. Je tiefer ich jedoch recherchierte, desto deutlicher zeigte sich ein anderes Bild. Bis heute existieren keine öffentlich überprüfbaren militärischen Dokumente, keine offiziellen Einsatzberichte, keine Fotos, keine medizinischen Untersuchungen und keine unabhängigen Zeugen, die den Vorfall bestätigen konnten. Auch das US-Verteidigungsministerium hat einen solchen Einsatz nie bestätigt. Sämtliche bekannten Versionen der Geschichte gehen letztlich auf wenige, anonym oder indirekt, berichtete Aussagen zurück, die sich nicht unabhängig verifizieren lassen.
Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass jedes Detail erfunden sein muss. Es bedeutet jedoch, dass Historiker und Journalisten die Geschichte bislang nicht als belegt ansehen. Und genau das macht den Giant of Kandahar dennoch so interessant. Nicht unbedingt als historische Tatsache, sondern als kulturelles Phänomen. Warum konnte eine einzige Geschichte innerhalb weniger Jahre Millionen Menschen faszinieren? Warum waren so viele bereit, sie für möglich zu halten? Vielleicht liegt die Antwort genau in dem, was mich auf meiner gesamten Reise begleitet hat. Seit Jahrtausenden erzählen Menschen von außergewöhnlich großen Wesen. In der Bibel ist von den Nephilim und den Anakim die Rede. Die griechische Mythologie kennt die Titanen. Die nordischen Sagen berichten von den Jötnar, den Riesen des Nordens. Selbst in vielen indigenen Kulturen Amerikas existieren Erzählungen über übergroße Menschen oder Wächter vergangener Zeitalter. Der Giant of Kandahar knüpft unbewusst an genau diese jahrtausendealten Motive an. Er verbindet eine moderne Militärgeschichte mit einem der ältesten Mythen der Menschheit. Vielleicht erklärt gerade das seine enorme Anziehungskraft. Denn manchmal sind Geschichten nicht deshalb erfolgreich, weil sie bewiesen wurden, sondern weil sie ein uraltes Bild in unserem Inneren berühren. Ob der Riese von Kandahar jemals existierte, lässt sich nach heutigem Kenntnisstand nicht belegen. Die Geschichte bleibt daher eine faszinierende moderne Legende, irgendwo zwischen Kriegsbericht, Mythos und Internetphänomen. Und vielleicht erinnert sie uns an etwas, das ich auf meiner gesamten Reise immer wieder erlebt habe. Nicht jede außergewöhnliche Geschichte ist wahr. Aber jede außergewöhnliche Geschichte erzählt uns etwas über die Menschen, die sie weitererzählen. Vielleicht liegt genau darin ihr eigentlicher Wert. Sie zeigt, dass unsere Faszination für Drachen, Riesen und uralte Wesen bis heute ungebrochen ist und dass manche Mythen selbst im 21. Jahrhundert noch immer neue Formen finden.